Das Cannondale Sculpel HT ist ein Einhorn unter den Race Hardtails. Und das nicht nur wegen der einseitigen Lefty-Gabel. Mit 110 mm Federweg an der Gabel, einer exzellenten Geometrie, mit der Größe mitwachsenden Kettenstreben und einer App, mit der man an dem Bike eigentlich alles kontrollieren kann, liefert Cannondale eine Handvoll Alleinstellungsmerkmale für dieses Bike. Grund genug für euch, dran zu bleiben und euch das Bike im Detail anzusehen. Bei Preisen über 6.000 € kommt natürlich immer die Frage, soll ich mir für so viel Geld nicht lieber doch einen Race Fully kaufen? Wir haben die Frage auch schon bei unserem Video vom Scottscale RC diskutiert und kommen auch hier beim Cannondale Sculpel HT zum gleichen Schluss. Race Hardtails haben aufgrund der puristischen Anmutung, des geringen Wartungsaufwands, des puren Fahrgefühls auf dem Single Trail und des niedrigen Gewichts auch 2023 noch ihre Berechtigung auf dem Markt. Apropos Gewicht, wir haben das Bike natürlich für euch wieder an die Waage gehängt. Ohne Pedale kommt das Bike hier vor mir in Rahmengröße L auf exakt 9,6 Kilo. Der Rahmen wiegt ohne Steckachse 1000 Gramm. Das sind jetzt natürlich erstmal Zahlen, aber die muss man auch einordnen können. Das Scottscale RC Hardtail, das wir zuletzt getestet haben, hat ein Rahmengewicht von über 900 Gramm gehabt, war also etwas leichter, aber auch keine Benchmark in dem Bereich. Firmen wie Simplon oder Mondraker geben mit Rahmengewichten unter 900 Gramm, beziehungsweise bei Mondraker sogar unter 800 Gramm, den Ton in dem Bereich an. Jetzt ist es aber natürlich so, dass das Gewicht immer eine absolute Größe ist, die man super vergleichen kann. Aber für das Cannondale Sculpel HT sprechen ganz andere Werte. Die Lefty-Gabel ist nicht nur ein optischer Leckerbissen, sondern den klassischen Cross-Country-Gabeln konstruktiv auch überlegen. Das Standrohr der Lefty läuft im Inneren der Gabel auf Nadellager. Das sorgt für butterweiches Ansprechverhalten. Außerdem ist die Lefty genau an den Stellen voluminöser konstruiert, wo im Fahrbetrieb die größten Kräfte auftreten. Und das ist hier oben an der Gabelkrone. Bei klassischen Cross-Country-Gabeln läuft hier in dem Bereich ein 32 mm bis 35 mm dickes Standrohr in die Gabelkrone. Bei der Lefty ist der Bereich mit über 60 mm deutlich voluminöser konstruiert und kann so die hohen Hebelkräfte beim Anbremsen oder Lenken besser aufnehmen. Durch die Konstruktion ist die Lefty-Gabel steifer als eine herkömmliche Gabel mit zwei Holmen. Außerdem hat die Gabel eine separat einstellbare Druckstufe und das Setup der Luftkammer gelingt dank der aufgedruckten Tabelle unten am Gabelholm kinderleicht. Wer es wirklich ganz genau wissen will, der soll sich mal einen Blick in die Cannondale App werfen. Ich bin normal kein Fan von der Elektrifizierung am Fahrrad, aber die App ist wirklich genial. Wenn ich den Sensor einlese, der hier im Vorderrad vom Sculpel verbaut ist, dann erkennt die App nämlich automatisch, welches Bike in welcher Rahmengröße, Farbe und mit welcher Seriennummer ich habe. Darüber hinaus gibt es wichtige Infos, zum Beispiel, wie ich die Federung richtig einstellen kann. Ich kann hier einfach mein Fahrergewicht eintippen und wenn ich dann auf OK drücke, sagt mir die App sofort, welchen Luftdruck ich fahren soll und wie ich die Zugstufe einzustellen habe. Außerdem trackt der Sensor im Vorderrad jede Fahrt mit. Und wenn ich dann gewisse Serviceintervalle einstelle, warnt er mich, wann der nächste Service der Lefty ansteht, der komplette Service oder wann einfach die Kette zu reinigen ist. Falls dann ein Service ansteht, kann ich in der App genau nachschauen, welches Ersatzteil ich brauche, um den Service durchzuführen. Ich finde, so eine umfassende App mit individuellen Informationen zum spezifischen Bike war längst überfällig und hier könnten sich auch andere Hersteller eine Scheibe abschneiden. App hin oder her, die spannende Frage bleibt natürlich, wie schlägt sich das Bike auf dem Trail? In unserer einheitlichen Geometriewertung auf bike-test.com holt das Bike 9,9 von 10 Punkten. Im Cross-Country-Bereich ist es einzigartig. Man kann das Fahrgefühl auf dem Trail deshalb ganz einfach mit einem Wort beschreiben: wow. Die Kombination aus tiefem Tretlager, flachen 67 Grad Lenkwinkel und 110 mm Federweg geben diesem Hardtail in der Abfahrt mehr Selbstvertrauen als jedem anderen. Im Vergleich zum Scottscale oder auch anderen Bikes wie dem Cube E-Lite geht Cannondale hier deutlich mehr in die Progression. Klar, das Bike bleibt ein Hardtail, aber eines, das wirklich verdammt gut bergab fährt. Das laufruhige Handling unterstreicht die Highspeed-Ambitionen im Trail. Außerdem beweist Cannondale bei der Geometrie Liebe zum Detail. Mit jeder Rahmengröße wächst hier nämlich nicht nur der Hauptrahmen wie normal üblich, sondern auch der Hinterbau mit. Vor allem für große Fahrer ist das ein riesiger Vorteil, weil so bleibt die Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterrad auch in den Rahmengrößen L und XL sehr gut. Anders als man bei einem Race Hardtail erwarten könnte, fällt die Sitzposition nicht super sportlich aus. Auf bike-test.com kann man die Geometriedaten von Bikes 1:1 vergleichen. Und hier wird auch ganz schnell klar: viele Race Hardtails haben einen höheren Reach und vor allem ein längeres Oberrohr.
Ich muss sagen, bei einer Körpergröße von 1,80 Meter fühlt sich das Bike in der Rahmengröße L extrem gut an. Jedes Mal, wenn ich mich auf das Bike geschwungen habe, hat sich das ein bisschen so angefühlt, als würde ich in meine Hausschuhe reinschlüpfen. Die leichten Carbonlaufräder mit den 225er Schwalbereifen machen den Antritt leichtfüßig und erhöhen so den Fahrspaß im Single Trail. Vor allem bei langen Touren kommt einem die angenehme Sitzposition entgegen. Anders als der Vorgänger, das FSI, hat das Sculpel HT keinen asymmetrischen Hinterbau mehr. Technisch gesehen hat das außermittige Laufrad zwar immer Sinn gemacht, aber ich war in den Standard auch nicht hinterher. Weil vor allem bei Racern ist es immer saublöd gewesen, ein Ersatz- oder Trainingslaufrad aufzutreiben, das genau außermittig stehen musste. Apropos Standards, beim Schaltauge setzt Cannondale auf das SRAM UDH-Schaltauge und ist damit auf die nächste SRAM-Schaltungsoffensive vorbereitet. Auch bei dem Laufradwechsel haben sich die Ingenieure beim Cannondale Sculpel HT was überlegt. Die neueste Generation der Lefty-Gabel kommt nämlich mit einem Schnellspanner an der Bremse. So gelingt der Laufradwechsel am Vorderrad besonders schnell. Und auch hinten ist der Rahmen nach unten hin ausgespart. Ich muss die Steckachse also nicht komplett aus dem Laufrad rausziehen, um das Hinterrad zu wechseln. Bei der Ausstattung geht Cannondale kein Risiko ein. Die XT-Bremsen verzögern sehr gut. Die XTR-Schaltung erledigt ihre Pflicht tadellos. Die Carbonfelgen haben in meiner Testphase sogar 2 harte Durchschläge ohne sichtlichen Schaden überlebt. Leichte Kritik gibt es bei der Zugverlegung. Die Servicefenster hier sind etwas klein. Für geübte Mechaniker stellt das aber in der Regel kein Problem dar. Die 27-Zoller Sattelstütze macht das Verbauen einer Teleskopstütze nicht unmöglich, schränkt die Auswahl der verfügbaren Modelle aber deutlich ein. Cannondale beweist mit dem Sculpel HT nicht nur die Liebe zum Außergewöhnlichen, sondern auch die Liebe zum Detail. Mit der exzellenten Geometrie und der wirklich sehr gut funktionierenden Lefty-Gabel mit 110 mm Federweg will das Cannondale Sculpel HT weniger klassisches Race-Hardtail wie ein Trailräuber par excellence sein. Das Bike ist übrigens ein Durchläufer vom letzten Jahr. Das heißt, die Ausstattung ist im Vergleich zum letzten Jahr unverändert. Den aktuellen Preis zu dem Bike und wo ihr das am besten kaufen könnt, findet ihr immer bei uns auf der Webseite auf www.bike-test.com.